Ich habe also mehrere Freunde gehabt, sogar im Osten, sogar auch zu großen Maler. Aber trotzdem habe ich dann immer wieder Freunde gehabt, habe ich die besucht. Und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, also wenn ich dann von Checkpoint Charlie rübergehe, ja, einer sozusagen verfolgt mich, immer. Ich habe wirklich immer das Gefühl gehabt, dass einer verfolgt. War ja tatsächlich so. Ja. Und weil es später dann mehrmals mich, also bei der Grenze, wirklich festgenommen und auch ausgezogen und was weiß ich, also und da gab es kein sozusagen Argument, also kein Argument, also die haben nichts gefunden und manchmal, also haben dann natürlich nach 3-4 Stunden mich rausgelassen oder reingelassen manchmal, also wenn ich ab und zu mal reingehen wollte, ja, und gesagt, ja, wir können das jetzt nicht, also Sie müssen warten. Manchmal 3 Stunden haben wir zum Beispiel ein Zeitschrift, ja, gekauft hatte im Westen und über die Kunstgeschichte also von Osten, also dort kritisiert oder irgendwas geschrieben. Ich habe aber nicht ganz genau gewusst, also ich habe es gekauft, dachte, vielleicht gehe ich mal in den Osten, habe zu viel Zeit, dann vielleicht lese ich ein bisschen, ja, oder gucke ich mir an. Da haben die dieses Zeitschrift von mir genommen und also ständig also mich gefragt, also warum wollen Sie denn dieses Zeitschrift nach Osten bringen? Wollen Sie dort also einfach verteilen oder irgendwas? Ja, nein, also ich habe wirklich einfach unbewusst also einfach was gekauft und gehe ich rein und möchte ich gerne was vielleicht lesen. Er sagte, warum gerade heute? Ja, naja, also dann haben die mich nicht reingelassen, die haben mich rausgegeben. Sicher auch, aber ich habe mir nicht so ernst genommen, also weil ich habe immer wieder gesagt, also vielleicht ist es sozusagen Einzelfälle. Ja. Es kann sein, dass es dann sozusagen für manche Menschen sehr wichtig war, wenn dann was hörst, oh Mensch, geh mal in deine Heimat, warum bist du dann hier? Ich habe ja, sogar Polizisten haben die mich so schikaniert, ja, im Westen. Ja, und da habe ich dann natürlich nicht reagiert. Ich habe gesagt, gut, also jetzt, vielleicht sind die total also irgendwie sauer auf, was weiß ich, bestimmte Menschen und jetzt, also heute habe ich dann so Pech, habe ich dann die Begegneten, die schimpfen mich. Die haben das wirklich in S-Bahn, früher war ja alles aus Holz. und da habe ich dann also in Bernauer Straße nicht, also sogar in Gesundbrunnen habe ich erfahren, ja. Die haben dann mich dort also festgenommen und dann musste ich mal meine Pässe zeigen und so und dann haben dann mehr Stunden. Ich habe zwar einen Termin gehabt, also ich habe gesagt, ich muss aber schnell los. Sie können ja meinen Pass sehen und so und das haben die gesehen, haben gesagt, müssen Sie mitgehen. Ja. Dann musste ich aussteigen, und, weil ich also die Strecke gefahren bin und da, warum fährst du in die Richtung? Ja. Ja, muss da alles beweisen, warum, wieso. Hatte ich dort in Wedding ein Atelier gehabt, also deswegen Reinigendorf. Haben solche Diskriminierungen im Laufe der Zeit nachgelassen oder ist es stärker geworden? Es ist stärker geworden, natürlich. Es ist stärker geworden, aber wie gesagt, also bei mir ist es wirklich, weil ich also selber mich als Deutsch fühle, ja, also und da kann ich nicht sagen, also das ist dann wirklich negativ, weil wenn man in anderen Ländern sieht, vergleicht, ja, dann ist es wirklich gar nichts. International ist es auf alle Fälle, Berlin ist mittlerweile ein Ort, wo viele Menschen sich begegnen. Im Bereich Kultur ist sehr offen, sicher finanziell nicht, aber wird nicht so viel unterstützt von der Regierung. Aber wie gesagt, die Menschen wollen natürlich, ich war ja vor kurzem in New York, wenn ich jedes Mal irgendwo hinging, also da haben sie immer wieder von Berlin geredet. Ja. Berlin ist wirklich ganz besonders als in anderen Städten.